Moin Moin und herzlich willkommen bei Santory. Schön, dass du da bist. Ja, heute stelle ich euch das wundervolle Parfum Sadly vor, der Marke Parfums de Marly. Und wir starten wie immer mit der Flakon-Präsentation. Ja, ich denke, es ist unschwer zu erkennen. Es ist ein durchsichtiger, bläulicher Flakon. Ja, viele der Parfums der Marke haben ja einen nicht durchsichtigen Flakon. Bei Greenlay und eben Sadly ist es anders. Ich finde das persönlich ja ansprechend und eben mal etwas anderes. Hier sehen wir die Batch-Informationen. Hier haben wir den sehr massiven Deckel, wie man es von der Marke her kennt, also wirklich sehr schwer. Und was man sagen muss, der Zerstäuber ist bei Parfums de Marly sowieso immer gut. Der ist bei Sadly aber meiner Meinung nach der beste Zerstäuber der Marke. Wir haben hier einen sehr, sehr feinen Sprühnebel. Wirklich toll, perfekt zu dosieren und zu sprühen. Also da hat Parfums de Marly nochmal die Qualität heraufgesetzt und optimiert. Also wirklich toll. Ja, was sich leider nicht verhindern lässt, ich denke, ihr seht es, sind die Fingerabdrücke. Ich hatte mir tatsächlich auch überlegt, mal einen Handschuh für dieses Video anzuziehen, aber ja, ich denke, ihr kennt es ja selbst von euch, von euren Flakons, das lässt sich leider nicht verhindern. Ich zeige euch auch gerne mal die Verpackung. Leider, ihr wisst es ja mittlerweile, ich lege sehr viel Wert auf die Verpackung, auf den Gesamteindruck ist es bei Sadly nur eine Pappverpackung. Sieht optisch natürlich durch die Farbe ganz schick aus, aber es ändert nichts daran, dass es eben nur eine dann doch schon fast billige Pappverpackung ist. Hier haben wir eine Art Zertifikat, so ein paar Informationen enthalten, so ein kleines Heftchen, so eine kleine Information. Und ja, das Innenleben ist zwar schon so ein bisschen auseinandergeruppt, das lag aber an mir, an meinem hektischen Auspacken. Da war natürlich von Anfang an eigentlich alles in Ordnung und heil. Der Flakon sitzt sehr fest in der Verpackung, da kann man absolut nichts sagen, sehr sicher. Da hat die Marke alles richtig gemacht. Ja gut, und man kennt es ja eben zum Beispiel von Carlyle, von der Marke, dass es durchaus hochwertiger geht. Da bekommt man zum Beispiel eine Art Schatulle. Das Parfum Carlyle kostet auch ein bisschen mehr als Sadly, aber man sieht eben, dass es auch anders geht. Würde ich mir bei den in Anführungsstrichen günstigeren Parfums wie zum Beispiel Sadly dann auch wünschen, dass man dahingehend noch ein bisschen optimiert. Aber gut, letztlich geht es natürlich um das Parfum. Und Sadly ist ganz wundervoll. Es ist ein Release aus dem Jahre 2019. Der Parfümeur dahinter ist ja Olivier Cresp. Ein sehr renommierter, bekannter Parfümeur. Arbeitet unter anderem für Versace, für Givenchy, für Dior, für Guerlain und hat eben auch Sadly kreiert. Ja, wie riecht Sadly? Ich blende euch mal die Duftnoten ein. Es ist ein meiner Meinung nach sehr synthetisches, leicht holziges, minziges Parfum. Ihr müsst Synthetik mögen. Ambroxan ist hier meiner Meinung nach der Main Player. Und obwohl viel Ambroxan, viel Synthetik enthalten ist, finde ich, dass es zu keinem Zeitpunkt nervig oder anstrengend oder stechend wird. Es ist perfekt ausbalanciert. Ich mag Ambroxan und selbst auch wenn Ambroxan wie in dem Fall recht viel enthalten ist. Wie gesagt, es ist perfekt dosiert, es ist nie nervig, nie stechend. Und wir haben eine zitrische Kopfnote, die sich aber meiner Meinung nach relativ schnell zurückzieht. Eine gewisse Zitrik bleibt bis in den Drydown vorhanden, aber ist eher so im Hintergrund wahrzunehmen, zu riechen. Wir haben von der Kopfnote bis in den Drydown eine holzige Basis, die riecht man meiner Meinung nach schon von dem Start an heraus. Und das Ganze wird von so einer minzigen Note begleitet. Ich mag Minze in Parfums, sorgt für so einen erfrischenden Effekt. Ja, finde ich einfach toll hier bei Sadly. Sehr schön minzig. Ist eben ein frischeres, duschgelartiges, minziges, holziges, synthetisches Parfum. Wie gesagt, Ambroxan müsst ihr mögen. Aber ich mag es sehr. Ich muss aber dazu sagen, dass ich nicht von Anfang an so ein großer Fan von Sadly war. Ich habe es öfter mal gerochen, aber war nie so zu 100% von dem Parfum überzeugt, bis ich es dann zweimal aufgetragen hatte und eben tagsüber getragen hatte. Und dann bin ich eben wirklich großer Fan geworden. Es entwickelt sich nämlich eine ganz, ganz tolle Duftaura. Also die Haltbarkeit ist nur bei 6 bis 7 Stunden, also es ist jetzt kein Beast Mode.
Aber es ist halt bei frischeren Parfums so, es ist selten ein Beast Mode Parfum, also mit 6 bis 7 Stunden ist es okay, es ist so mehr oder weniger Standard, würde ich sagen. Die Sillage ist tatsächlich nicht stark, also oder nicht intensiv. Die ersten 2 Stunden nimmt man das Parfum selbst noch relativ intensiv wahr und dann wird es aber auch hautnah. Also das müsst ihr wissen, aber, und das meinte ich eben mit der tollen Duftaura, ihr seid von einer richtig tollen Duftaura umgeben. Es kommt immer mal wieder hoch. Durch so einen Luftstoß, durch eine Bewegung kommt es immer mal wieder hoch. Und das finde ich super schön. Es ist also jetzt kein intensives Parfum. Ihr nehmt es nicht durchgehend wahr, eben durch diese hautnahe Silage. Aber es kommt immer mal wieder hoch. Und dann, ja, hat es eben eine ganz, ganz faszinierende Duftaura. Und deswegen bin ich wirklich ein großer Fan von Sadley geworden. Ist nach Percival mittlerweile sogar tatsächlich so mein zweitliebstes Parfum der Marke. Es hat auch so Layton und Carlyle und Harrod überholt. Ich mag momentan ebenso eher frischere Parfums und deswegen finde ich Sadley auch ganz wundervoll. Die Kondition blende ich euch ein. Ich habe mich damals für die 75 ml Variante entschieden. Reicht meiner Meinung nach aus. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist aber natürlich bei der 125 ml Variante besser. Also da müsst ihr einfach mal schauen, wofür ihr euch entscheidet. Aber ja, also abschließend nochmal zusammengefasst, es ist ein sehr synthetisches Ambroxan-Parfum. Nach einer zitrischen Kopfnote wird es minzig und holzig und hat so einen frischen, duschgeligen Charakter. Es hat aber eine ganz, ganz tolle Duftaura, obwohl die Haltbarkeit und die Sillage eher so Mittelmaß ist. Das soll es dann auch gewesen sein. Ich danke, dass du reingeschaut hast. Bleib gesund und ich würde mich freuen, wenn dir meine Videos gefallen, dass du dann vielleicht meinen Kanal abonnierst, die Glocke aktivierst, dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Und wenn du zufrieden warst mit dem Video, dann hinterlasse mir doch mal einen Daumen hoch, einen Like. Ich würde mich freuen. Und dann bis bald und bleib gesund.